und herzlich willkommen im Schweinstal. Ich bin die Lena. Ich bin Martin. Heute zeigen wir euch unseren Pavillon. Kommt mit! Ja, jetzt führen wir euch hier durch den Pavillon. 2 Räume plus ein kleines Bad. In so einem Pavillon mit dieser Sechseckform ist es immer etwas individuell und so kam ich auch eben zu einem maßangefertigten Sofa. Wir haben seitlich Sandstein eingesetzt. Wir wollten eben die Form des Raumes auch mit dem Sofa aufgreifen. So groß geworden ist es, dass man auch mal 2 Übernachtungsgäste beherbergen kann und generell haben wir gerne Besuch. Ich fand Kugeln schon immer eine runde Sache. Dann habe ich mir diese ovale Scheibe machen lassen. Den Stein haben wir hier in unserem Sägewerk rund gearbeitet. Und dann kann man diese Scheibe, Achtung, Im Sommer bin ich am liebsten draußen und im Winter ist mein Lieblingsplatz hier vor dem Kamin. Das Beste ist, ich passe genau hin. Ja, wir heizen hier ausschließlich mit Holz, ein wassergeführter Kamin mit 16 Kilowatt Leistung. Damit heizen wir hier den Fußboden und oben die Heizkörper. Das ist ein Strandtag von vor 240 Millionen Jahren. Also dieses Gestein ist ein Ablagerungsgestein in einer Zwischenschicht bei uns. Wir haben eine Natursteinfertigung, das heißt, wir betreiben einen eigenen Steinbruch und bauen da Buntsandstein ab, den wir hier selbst verarbeiten für den Gartenlandschaftsbau, für Steinmetzbetriebe, Bodenbeläge, Mauerwerke, Fassadenverkleidungen. Ich bin mit Sandstein aufgewachsen. Mich hat dieser Stoff schon immer fasziniert, weil er ehrlich ist, weil er zeitlos ist, weil er schön ist. Ich finde, es ist ein schönes, weiches, lebendiges Material. Also ich habe es auch gern. Und was ihr hier seht, das ist zum Beispiel eine sogenannte Kreuzblume von einer Kirche. Die ist ersetzt worden durch einen neuen Stein. Die ist eigentlich noch intakt, aber schon ein bisschen angegriffen. Und dann hat man gesagt, bevor man da nochmal ein Gerüst aufbauen muss, baut man die gleich mit aus und macht sie neu. Aber natürlich ist da eine unheimliche Handwerksleistung drin. Es wäre schade, das einfach in den Schuttkübel zu schmeißen. Dafür ist die Blume ja viel zu schön. Das ist unsere Küche. Klein, aber alles da, was man so braucht. Ja, hier darf ich für die Lena kochen. Manchmal koche auch ich. Wir machen halt das meiste selbst. In den Ständerteilen ist wieder unser heimischer Sandstein untergebracht und dann das auf ein Rastermaß gestellt, sodass die Einbaugeräte reingeschoben werden können. Ein ganz kleines Kochfeld, wo man sagen kann, okay, das hat Niveau von einer Campingküche. Aber ja, mit ein bisschen Tricksen kann man auch hier was machen. Ja, das ist für meinen koffeinfreien Kaffee am Abend, weil ich sonst nicht schlafe. Und dann muss ich den per Hand machen, weil in der Kaffeemaschine die echten Bohnen drin sind. »55 Mal drehen, das reicht genau für einen Kaffee.« Tisch und Stühle sind von Emanuel Hoog. Das ist ein Designer, der diese Stühle und Tische entwickelt hat und noch viele andere Arten. Es gibt ja viele, sagen wir mal, Design-Sachen, die irgendwie zwar schön aussehen, aber nicht so gut benutzbar sind, aber man sitzt tatsächlich auch bequem. Für mich war die Treppe noch nie ein Problem, aber jeder, der hier reinkommt, fragt natürlich als erstes, wie das ist, wenn man was getrunken hat, ob man dann die Treppe noch hochkommt. Aber ich sag mal, es ist ja fast zum Krabbeln.
Und runter geht es auch ganz gut. Man hätte auch eine andere Treppe nehmen können, aber in diesem, sagen wir mal, kleinen Raum, der doch auch mit seinen Ecken irgendwie rund anmutet, hätte das nicht gepasst und es hätte auch irgendwie viel Platz weggenommen. Und das ist unser zweiter Raum. Eine Trilogie aus großem Bett, kleinem Schreibtisch und noch kleinerem Badezimmer. Also hier so diese Steinfüße, die haben schon über 100 Kilo. Ja, die haben wir die Treppe hochgetragen, aber nicht nur getragen. Also 2 Mann haben getragen und ein Mann stand oben am Geländer und hat mit einem Seil, was um den Stein geschlungen war, noch unterstützt und gezogen. Also und dann war es immer noch eine, sagen wir mal, Quälerei. Wir haben ja sonst nichts. Ja, wir haben halt Steinfüßchen. Also wir sind ja hier tief im Tal, das heißt, wir haben 2 Stunden später Sonnenaufgang, 2 Stunden früher Sonnenuntergang. Das heißt, man muss schauen, wie man Licht in die Gebäude bringt, auch in der dunklen Jahreszeit. Und so ist eben dann auch ein 6-eckiges Oberlicht im Dach eingebaut. Und dieses 6-eckige Oberlicht im Zentrum des Hauses spiegelt sich dann quasi im ersten Obergeschoss, im Schlafzimmer, sage ich jetzt mal wieder, als 6-eckige begehbare Glasfläche, die das Licht nach unten ins Erdgeschoss durchfallen lässt. Und dieses 6-Eck ist dann auf dem Fußboden nochmal mit einer Sandsteinintarsie wiedergegeben. Von hier aus hat man natürlich auch einen tollen Überblick über alles, was sich so bei uns auf dem Hof abspielt. Das heißt, ich kann sehen, wer auf den Hof gefahren kommt. Es ist Geräuschpegel da und es ist auch ein gewisser Vibrationspegel da. Die Maschinen sind groß. Das heißt aber auch, das ist wie ein Herzschlag. Das heißt, ich brauche es auch. Das ist wie ein Herzschrittmacher. Unsere Scheiben sind verspiegelt, das hat Vor- und Nachteile. Man sieht immer in die Richtung, wo es heller ist. Das heißt, tagsüber können wir rausschauen, aber die Leute nicht rein. Und abends ist es dann genau andersrum, da können wir nicht mehr rausschauen, aber die Leute könnten reinschauen, wenn drin das Licht an ist. An die Situation muss man sich ein bisschen gewöhnen. Ich habe aber die Hoffnung, dass hier sehr wenig los ist und fühle mich eigentlich unbeobachtet. Esel sind so ehrliche Tiere, sehr schlaue Tiere. Die denken erst, bevor sie handeln. Die Esel stehen auch am liebsten vorne an der Kante und schauen, was im Tal so passiert, wer auf den Hof fährt. Sie begrüßen eigentlich jeden Besucher. Sie warnen nachts, wenn jemand auf den Hof kommt. Das sind meine Wachesel. Also ohne meinen Vater gäbe es diesen Pavillon nicht, weil der Grund für diese 6-eckige Konstruktion war eine Stahlkonstruktion, die mein Papa auf dem Schrottplatz gefunden hat. Und ja, die hat er hier nach Hause geschleift und dann haben wir sie sandgestrahlt und grundiert und lackiert und dann haben wir dieses 6-Eck hier aufgestellt. Wenn man reingeht, kann man an den Deckenbalken noch die Doppel-T-Träger sehen, aber auch in den Säulen oder in jeder Ecke dieser 6 Ecken steht ein Stahlträger drin. Wir haben es zu tun mit einem unregelmäßigen Mauerwerk aus allen Farben, die unser Steinbruch hergibt, bunt gemischt aufeinander gemauert und der Oberteil ist ein Holzbau, der oben drauf steckt. Wir haben im Haus keine Badewanne und meine Lena lag mir jahrelang in den Ohren. Sie badet für ihr Leben gern und dann haben wir uns halt was einfallen lassen. In der Badewanne trinkt man ja gerne mal ein Säckchen, aber in Wirklichkeit brauchen wir den Korken.
Ich hole noch ein bisschen Badeschaum. Ich gehe mal noch ein bisschen in den Rust Room. Viel Spaß. Bis später. Bis später. Für mich war es schon immer so, dass ich jetzt keine 500 Quadratmeter zum Wohnen brauche. Aber ich brauche einen kleinen, feinen Rückzugsort, wo ich dann für mich sein kann. Herzlich willkommen in meinem Rust Room. Man sagt, das sei mein Wohnzimmer und dieses Auto habe ich von meinem Vater übernommen und 8 Jahre lang restauriert. Das ist für mich und für andere der Rust Room Club zum Akku aufladen. An dem Raum mag ich, dass er so viele Spuren hat. Das heißt, hier kann man die Spuren sehen von, sagen wir mal, 40 Jahre Arbeit, die hier getan worden sind. Eine Reparaturwerkstatt für alles, was mechanisch in einem solchen Betrieb vorzufinden ist. Also von der Flex bis zum Gabelstapler. Und der Raum ist einfach voll patiniert. Das heißt, er wurde nicht nochmal nachgetüncht oder irgend sowas. Das ist hier kein Vintage. Es ist echt alt. Und wenn wir uns hier zusammenfinden, dann kann so ein Treffen einfach mit einem Freund oder einer Freundin stattfinden. Das kann auch mal ein spezieller Kunde sein, den ich hierher einlade. Oder vor Corona waren das dann auch doch Treffen mit bis zu 25, 30 Leuten, die sich hier ausgetauscht haben. Das Leben macht für mich hier aus, dass hier andere Regeln gelten. Ich kann hier so laut sein, wie ich will. Ich kann so viele Leute einladen, wie ich will. Ich störe niemanden. Das ist für mich so das Wichtigste. Das war die Roomtour durch unseren Pavillon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere spannende Häuser sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal und schaut doch mal hier. Tschüss! Tschüss!